Deine Kraft ist nicht langsam versickert. Sie wurde abgeschaltet, in einem einzigen Moment, an einem Punkt, den du nicht hast kommen sehen. Und die Entscheidung hat nicht dein Wille getroffen, sondern etwas tief in dir, das gar nicht erst gefragt hat. Vielleicht standst du gerade in der Küche, die Hand am Wasserkocher, ein ganz normaler Dienstag. Und dann war da nichts mehr. Kein dramatischer Zusammenbruch, kein Heulen, kein Umfallen, nur ein leises, endgültiges Nicht mehr, als hätte jemand den Ton abgedreht. Lange dachte die Forschung, Erschöpfung entsteht schlicht, wenn der Körper leer ist. Speicher aufgebraucht, Muskeln alle, Licht aus. So einfach ist es nicht. Sportwissenschaftler haben etwas Verblüffendes beobachtet. Wenn Menschen bis zur totalen Erschöpfung laufen, ist im Muskel in Wahrheit noch reichlich Reserve. Chemisch, messbar, unangetastet. Das Signal, ich kann nicht mehr, kommt also gar nicht aus den Beinen. Es kommt aus dem Kopf. Dein Gehirn zieht die Bremse, lange bevor der Körper wirklich am Limit ist. Und genau hier liegt dein erster praktischer Hebel. Wenn diese Leere dich überfällt, ist dein Reflex, sofort dagegen anzurennen. Genau das ist der Fehler. Gib dem Moment die ersten 60 Sekunden, ohne ihn zu bekämpfen. Ein innerliches Okay, ich hab's bemerkt, statt komm schon, weiter. Diese Pause ist keine Kapitulation, sie ist Information. Denn dieser Wächter in dir schaltet lieber einmal zu früh ab, als ein einziges Mal zu spät. Und um ihn zu beruhigen, musst du erst verstehen, wie er tickt. Stell dir einen Piloten vor, der auf halber Strecke auf seine Anzeige schaut. Noch ist Sprit da, mehr als genug für den Moment. Aber er sieht, dass die Reserve, die er für den Notfall unantastbar halten muss, gefährlich nahe rückt. Und da trifft er eine Entscheidung. Er wartet nicht, bis die Turbinen aushusten. Er dreht ab, geht früher runter, kappt jedes System, das nicht überlebenswichtig ist. Lieber unbequem landen als abstürzen. Genau das tut dein Gehirn mit deiner Energie. Es hält eine Reserve zurück, an die du im Alltag niemals herankommen sollst. Kommst du ihr zu nah, kappt es die Zufuhr, abrupt. Und daraus folgt die zweite konkrete Sache, die du heute tun kannst. Hör auf, in diese Reserve zu greifen. Ganz praktisch. Nimm eine einzige Aufgabe, die du heute normalerweise mit reiner Willenskraft durchdrücken würdest, und lass sie bewusst liegen. Die kleinste, nicht die größte. Nicht aus Faulheit, sondern als Testlauf. Du zeigst deinem System damit, wir gehen heute nicht an die Notreserve. Ein einziges Mal reicht, um den Automatismus zu unterbrechen. Aber warum fühlt sich diese abgeschaltete Kraft so bleiern schwer an? So dumpf, so grau, so nach Grippe, ganz ohne Fieber. Dahinter steckt ein zweiter, viel älterer Mechanismus. Denk an das letzte Mal, als dich ein Infekt richtig erwischt hat. Nicht ans Fieber, sondern ans Drumherum. Dieses völlige Desinteresse an allem, nur weg, unter die Decke. Das ist keine Schwäche. Dein Immunsystem schüttet bei einer Infektion Botenstoffe aus, die deinem Gehirn befehlen, fahr alles runter. Spar jede Faser Energie für den Kampf gegen den Erreger. Mediziner nennen das Krankheitsverhalten. Ein krankes Tier, das sich verkriecht, überlebt. Eines, das weiterjagt, stirbt. Der Rückzug ist eine hochintelligente Strategie. Und jetzt das Beunruhigende. Dieselben Botenstoffe kann dein Körper auch ganz ohne Virus hochfahren. Dauerstress, zu wenig Schlaf, ständige Anspannung erzeugen eine stille Entzündung auf kleiner Flamme. Dein Gehirn liest diese Entzündung wie eine echte Krankheit und legt dich flach, als hättest du eine Grippe. Obwohl weit und breit kein Erreger ist. Nur dein überlastetes System. Also behandle dich für genau einen Abend so, wie du jemanden mit einer leichten Grippe behandeln würdest. Kein Ich müsste noch. Wärme, Ruhe, früher ins Bett, 0 Verpflichtungen. Nicht für immer, das wäre Flucht. Nur ein Abend als Experiment. Weil dein Körper gerade tatsächlich in einem krankheitsähnlichen Modus ist und diese Behandlung auch verdient. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum es ausgerechnet dich trifft.
und nicht die, die offensichtlich unvernünftig leben? Die Antwort ist unangenehm. Es erwischt besonders oft die Verlässlichen, die durchhalten. Die spüren, dass die Kraft schwindet und legen eine Schippe drauf. Genau dieses Draufpacken ist die Falle. Denn dein Energiehaushalt führt eine stille Buchführung, die du nicht siehst. Jeder durchgezogene Tag trotz Erschöpfung ist eine Abbuchung. Jede zu kurze Nacht, jeder Konflikt, den du runterschluckst. Alles ohne Beleg, ohne Warnton. Wochenlang steht das Konto unbemerkt tief im Minus, weil dein Wille die Lücke überbrückt. Wie ein Dispo, den du nie bewusst aufgenommen hast. Und hier kommt der Schritt, der genau diese unsichtbare Buchführung sichtbar macht. Mach einen Abbuchungscheck. Schreib die 3 größten stillen Energiefresser deiner letzten Woche auf. Der geschluckte Streit, die Nächte, die zu kurz waren, das Ja, das eigentlich ein Nein war. Sobald eine dieser Abbuchungen einen Namen hat, verliert sie ihre Automatik. Was du benennen kannst, kannst du beim nächsten Mal abfangen, bevor es abgebucht wird. Und dann, an einem beliebigen Dienstag, wird die Buchung abgelehnt. Nicht wegen dieses Tages, sondern weil die unsichtbare Rechnung fällig wird, die seit Wochen aufläuft. Das Plötzliche ist also eine Täuschung. Der Einbruch war lange vorbereitet. Du durftest die Vorbereitung nur nicht sehen. Und jetzt wird es richtig gemein. Denn was ist das Erste, was du tust, wenn die Kraft weg ist? Du schimpfst mit dir. Du zwingst dich. Du versuchst, die alte Leistung mit purem Willen zu erpressen. Aber jeder Schub aus Druck und Selbstverurteilung ist für deinen Körper ein weiterer Stressreiz. Und Stress heizt genau die Entzündung an, die dich überhaupt erst lahmgelegt hat. Du trittst aufs Gas, während dein innerer Pilot längst zur Notlandung angesetzt hat. Je härter du drückst, desto entschlossener kappt er die Systeme. Dein Kampf wird zum Treibstoff der Erschöpfung. Deshalb ist der nächste Hebel ein sprachlicher und er klingt banal, wirkt aber sofort. Fang den Satz ab, mit dem du dich fertig machst. Wenn du dich „reiß dich zusammen“ denken hörst, ersetz ihn ein einziges Mal bewusst durch. Mein System ist gerade im Schutzmodus. Kein Wellness-Spruch. Du senkst damit den inneren Bedrohungspegel. Und ein niedrigerer Bedrohungspegel bedeutet weniger von genau den Botenstoffen, die dich unten halten. Der Satz ist kein Trost, er ist Biochemie. Und genau hier liegt die eigentliche Wende und sie ist größer, als sie klingt. Sie widerspricht allem, was man dir beigebracht hat. Wenn dein Körper abschaltet, um dich zu schützen, kommst du nicht zurück, indem du ihn bekämpfst, sondern indem du ihm beweist, dass die Gefahr vorbei ist. Dein System braucht keine Motivation, es braucht Signale von Sicherheit. Kleine, konkrete, wiederholte. Und die sind winziger, als du glaubst. Ein Essen ohne Bildschirm, bei dem du wirklich nur isst. Ein ehrlicher Satz, in dem du sagst, dass es dir zu viel ist, statt weiter zu funktionieren. 10 Minuten draußen, in denen niemand etwas von dir will. Kein Ziel, keine Schritte, kein Ergebnis. Nur du und die Luft. Nichts davon lädt dich am selben Abend wieder auf. Aber jedes Einzelne senkt die stille Entzündung ein Stück. Und ein Körper, der sich nicht mehr im Dauernotstand wähnt, gibt die zurückgehaltene Kraft von selbst wieder frei. Der Weg heraus ist also nicht mehr Härte. Es ist ihr genaues Gegenteil. Und für Menschen, die sich über Leistung definieren, ist das die schwerste Übung überhaupt. Aufhören zu kämpfen, damit der Kampf endlich aufhört. Und damit das kein einmaliger schöner Moment bleibt, kommt der letzte, entscheidende Teil. Erholung wirkt bei deinem Körper nur über Wiederholung. Nimm dir deshalb eine einzige Sache pro Tag vor, die rein deiner Regeneration dient und für die du dich vor niemandem rechtfertigen musst, auch nicht vor dir selbst. Ein ruhiger Abend verändert nichts. 100 ruhige Abende verändern alles. Deine fehlende Kraft ist dann kein Defekt an dir. Sie ist die letzte, deutlichste Nachricht eines Systems, das dich die ganze Zeit schützen wollte, während du seine leiseren Nachrichten überhört hast.
Und wenn du das einmal wirklich verstehst, siehst du auf einmal überall, wie viel dein Gehirn heimlich für dich entscheidet, ohne zu fragen. Es schaltet nicht nur Kraft ab, es nimmt permanent Abkürzungen, um Energie zu sparen. Genau deshalb greift ein erschöpftes Gehirn noch schneller zu vorschnellen Urteilen über andere Menschen. Schubladen kosten fast nichts. Genaues Hinsehen kostet Energie, die gerade fehlt. Warum sogar kluge, nachdenkliche Köpfe in diese Denkabkürzungen tappen und wie diese unsichtbaren Urteile in uns entstehen, darum geht es im verlinkten Video. Für heute reicht ein einziger Gedanke: Deine Kraft ist nicht weg. Sie wird bewacht. Und du bekommst sie zurück, sobald dein Körper dir glaubt, dass er sie nicht länger für den Notfall aufsparen muss.